Assalamu alaikum und hallo ihr Lieben. Heute möchte ich euch die Zubereitungsweise eines leckeren Kuchenrezeptes zeigen, welchen man nicht backen muss. Wir brauchen dazu nur Vollkornkekse, Pudding, Sahne und ein Schokoladentopping. Zuallererst mal fangen wir damit an, den Pudding zuzubereiten. Dazu nehmen wir 800 Milliliter Milch, geben die in einen Topf und bringen diese Milch zum Kochen. Und diese Milch sollte man immer zwischendurch mit dem Schneebesen umrühren, damit die Milch nicht am Boden anbrennt. Währenddessen geben wir nochmal 100 Milliliter Milch in eine Schüssel, 50 Gramm Zucker dazu und 2 Päckchen von diesem Puddingpulver. Dazu kann man jedes günstige Puddingpulver vom Supermarkt nehmen, das kostet nur 25 Cent. Und verrühren jetzt alles ordentlich mit dem Schneebesen durch. Und später, wenn die Milch dann kocht, dann geben wir die kochende Milch zu diesem Puddinggemisch hinzu und verrühren alles zu einem Pudding. So, wir rühren zwischendurch immer wieder die Milch um, wie ich schon gesagt hatte, damit sie nicht anbrennt. Und jetzt bald wird sie kochen. Da muss man dann aufpassen, dass die Milch nicht überläuft, sobald sie kocht. Denn Milch hat es immer so an sich, dass sie gerne überlaufen möchte, sobald sie kocht. Jetzt geben wir sie zu diesem Gemisch hinzu, das wir eben zubereitet haben, und rühren dabei kräftig mit dem Schneebesen um, solange bis wir einen leckeren Pudding bekommen. Wir sehen, es wird jetzt dick und jetzt haben wir schon den Pudding fertig zubereitet. Den werden wir jetzt auskühlen lassen. Und bevor wir jetzt den Pudding in den Kühlschrank geben werden, geben wir eine Klarsichtfolie darüber, damit später diese Haut nicht auf dem Pudding entsteht. Die wollen wir nicht haben, denn der Pudding soll ja weich und geschmeidig bleiben, bis wir ihn nachher dann benötigen werden. Wir geben also jetzt diese Klarsichtfolie darüber und schauen, dass keine Luftbläschen übrig bleiben. Der muss vollkommen hautdicht abgedeckt sein mit der Klarsichtfolie, und dann geben wir ihn in den Kühlschrank und lassen ihn vollständig erkalten. Währenddessen bereiten wir jetzt das Schokoladentopping vor, und dazu benötigen wir 220 Gramm Puderzucker. Wenn man keinen Puderzucker zu Hause hat, kann man ganz einfach normalen Zucker nehmen und ihn in einem Mixer zermahlen praktisch. Also es ist ganz einfach. Man gibt einfach nur den Zucker in ein Mixgerät und mahlt ihn zu Puder praktisch. Und dann hat man schon Puderzucker. Das habe ich jetzt gerade getan. 220 Gramm Puderzucker nehmen wir dazu, 3 Esslöffel Kakaopulver, 50 Gramm geschmolzene Butter kommt hinzu. Dann werden wir noch 6 Esslöffel Milch hinzugeben und letztendlich noch eine Prise Salz, bevor wir dann alles schön verrühren werden mit dem Schneebesen. Eine Prise Salz noch. So, und jetzt wird alles ganz kräftig mit dem Schneebesen verrührt, bis wir eine schöne, geschmeidige Schokoladenmasse erhalten. Die werden wir am Ende für das Topping benötigen. So, und jetzt geben wir ein Päckchen Sahne. Jetzt bereiten wir die Schlagsahne, die wir nachher mit dem Pudding vermischen werden. Ein Päckchen Schlagsahne in eine Schüssel oder in diesen Behälter hier, und wir schlagen die Sahne mit dem Schneebesen jetzt so lange, bis sie steif wird. Und bei der ganz normalen billigen Sahne, die man im Supermarkt kaufen kann, wie diese hier, die ich jetzt gerade verwende, muss man immer aufpassen, dass man die Sahne nicht überschlägt, also dass man nicht zu lange schlägt, weil sonst kann sie sich ganz schnell in Butter verwandeln. Deswegen muss man immer den richtigen Zeitpunkt abpassen. Das haben wir hier jetzt erreicht. Die Sahne ist schön steif. Und wir schlagen nicht weiter, damit sie nicht zu Butter wird. Jetzt nehmen wir hier von Balsen diese Vollkornkekse und schichten sie in eine Auflaufform. Besser, wenn man die Auflaufform vorher einfettet, damit die Kekse nachher nicht verrutschen, wenn man dann die Creme drüber gibt. Das hatte ich hier vergessen. Deswegen könnt ihr das ja machen dann. So, wir schauen, dass die Kekse alle hier schön den Boden bedecken. So, und sobald der Pudding dann erkaltet sein wird, vermischen wir den Pudding mit der steif geschlagenen Sahne zu einer schönen, geschmeidigen Creme.
Und diese Creme werden wir dann dafür benutzen, diese einzelnen Schichten zu bereiten. Wir werden dann immer diese Kekse mit der Creme, also mit der Hälfte der Creme bedecken. Dann kommt wieder eine Schicht Kekse und nochmal die restliche Creme. Und dann wieder eine Schicht Kekse und am Ende kommt das Schokoladentopping obendrauf. So, hier kommt jetzt die zweite Lage Kekse drauf, bevor wir dann nochmal, wie gesagt, den Rest dieser Puddingmischung obendrauf geben werden. Und jetzt kommt die letzte Schicht Kekse und jetzt toppen wir das Ganze mit dieser Schokoladenmasse, die wir eben zubereitet haben, bevor wir dann die ganze Auflaufform in den Kühlschrank geben und sie über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. So, der Kuchen war jetzt über Nacht im Kühlschrank, also mindestens, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden lang sollte er schon im Kühlschrank stehen. Und jetzt können wir den Kuchen auch schon anschneiden und ihn servieren. So sieht es dann aus. Die Kekse sind inzwischen weich geworden von dieser Creme. Und man kann am Ende den Kuchen natürlich noch mit etwas Puderzucker bestreuen. Dann sieht es lecker aus, sieht es schön aus fürs Auge. Ja, und jetzt haben wir den fertigen Kuchen bereitet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit wünsche ich euch. Dann liebe Grüße. Wir sehen uns das nächste Mal, inshallah. Salam alaikum, eure Mariam.